6 Tage Zeit zu schrauben. Die haben eine Macke. Mittwoch muss das Teil fertig sein. Die Deadline ist sehr sportlich. Wir haben noch viel zu tun. Werden wir in 6 Tagen fertig? Schon fast fertig. Es muss heute noch alles fertig werden. Wo schlafe ich heute Nacht? Ich glaube, das wird ganz geil. So, wo fangen wir an? Hallo Michael, wie schaut's? Ah, Jared, du hörst mich auch. Super, sehr schön. Ich habe mal eine spontane Frage an euch. Wir haben jetzt ein Teil, was einfach doof aussieht. Lackiert sein muss er auch bis dahin, genau. Ja. Ein bisschen stressig jetzt die Idee, also das wollte ich hören. Danke euch. Heute ist der 16. Dezember und wir sind hier im Team vor ein paar Tagen auf die Idee gekommen, ein Lambretta Custom oder besser ein Lambretta Demonstrator zu bauen. Wir würden den gerne mit zur Motorbike Expo nach Verona nehmen und die findet schon am 20. Januar statt. Das bedeutet, wir haben für diese Idee einen ganz fürchterlich ambitionierten Zeitplan. Ehrlich gesagt, ich bin mal gespannt, ob das auch klappt. So, wo fangen wir an? Wir hatten die glorreiche Idee, bis Januar ein Lambretta Custom zu bauen. Das Wichtigste war natürlich der Roller. Also haben wir uns auf die Suche gemacht. Da sind wir fündig geworden. Die kommt wahrscheinlich in 3 Tagen erst hier an. Ich bin Jesko. Ich habe dieses Projekt ins Leben gerufen, weil ich die glorreiche Idee hatte, mal eben in ungefähr 6 Wochen ein Custom oder Demonstrator auf Lambretta-Basis zu bauen. Und hielt das für eine gute Idee. Und in dem Moment, als ich das Go für dieses Projekt gekriegt habe, habe ich es auch eigentlich schon bereut. Ich habe keinen Roller, wir haben keine Neuteile. Wir haben großartige Ideen und einen kurzen Zeitplan. Das ist, was wir haben. Ich habe ja schon eine Zusage vom Feili, dass er Bock hat, diesen Roller zu gestalten. Das ist sozusagen in diesem Projekt fast das Wichtigste, diese Zusage. Der Feili gehört zu den Besten seines Fachs überhaupt. Ich habe es geschafft, den Feili zu überreden, dass ich da im Januar spontan vorbeifahre. Bisschen Feili Magic, und hat dann gesagt, oh, das ist ein geiles Projekt, das machen wir. Da kommst du vorbei. Wir treffen uns trotzdem heute schon hier, um so ein bisschen Aufgaben zu verteilen und uns auch über so ein paar Details einig zu werden. Ich glaube gar nicht, dass wir das dann auch in Schwarz bauen. Du findest alles falsch, gell? Klar, Möglichkeiten hast du viele. Hupengrill ist bei einer DLGP immer schwarz. Also ich sehe einfach nicht so viel. Ich würde sagen, wenn ich das so sehe, komplett schöner, als wenn wir jetzt anfangen hier. Ist doch besser. Wollen wir einen Hellerscheinwerfer mit dem Deckel vorne drauf machen? Nein. Richtig Porno. Wird richtig geil dazu passen. Das ist wie so eine Warze drauf. Ein Schild, ich weiß nicht. Das sieht doch geil aus. Das kannst du nicht anschauen. Ich finde das schade, wenn wir vorne auf schwarz gehen, muss ich sagen. Welche Farbe kriegt einen Auspuff? Eben, aber dann können wir auch die Bremstrommel selber lassen, oder nicht? Nee, weil es ja wieder das Pendant zu hinten ist. Nee, die Bremstrommel, ich würde die schon in der gleichen Farbe machen. Ich weiß es nicht. Hier, bestes Beispiel. Ehrlich gesagt bin ich da so ein bisschen... Was sagst du, Jesko? So, er winkt ab. Man muss sich ja anfangs so finden und dann haben wir aber gut diskutiert. Natürlich ist es so, dass man immer wieder Punkte hat, gerade bei so einem Custom-Projekt, wo es ja auf die Ästhetik ankommt, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Im Lenker ändern wir jetzt alles auf schwarz. In diesen Magnesiumfarben. Bronze könnten wir nur wiederholen in den Ablassschrauben. Und wenn wir dem folgen würden, dann müssten wir die Trommel in Türkis machen. Das wollen wir mal nicht, oder? Was haben denn die Stoßdämpfer für eine Farbe? Kommt nicht raus, kommt nicht zur Geltung. Ich hätte den genommen. Das ist so unauffällig, oder?
Wir haben beschlossen, Trommeln schwarz. Ja, dann machen wir die Trommeln Gold. Okay, sehr gut, wir kommen voran. Ein Sinn dieses Projektes ist es ja, viele unserer eigenen Lambretta-Teile zu präsentieren und natürlich unter anderem der Neuteile für 26. Von denen gibt es, glaube ich, an dem Roller ungefähr 8 und von denen ist bisher hier gar keins. Jetzt, 18. Dezember, haben wir noch keinen Roller hier. Wir haben ihn schon gekauft, eine Spedition ist unterwegs, ihn zu holen, aber noch ist kein Roller hier. Endlich ist unser Roller in der Werkstatt. Heute haben wir ihn als erstes mal auf den Zustand gestellt. Es ist ein recht interessanter Motor verbaut. Und zwar ein Simonin-Leichtflugzeugzylinder auf einem CNC-Gehäuse. Wir wollen natürlich unseren eigenen Motor einbauen. Vorher wollen wir aber wissen, was er kann. Wir sind ihn schon gefahren und fahren tut er sehr, sehr geil. Ab auf den Prüfstand. Der Vorbesitzer hat versprochen, das Ding hat zwischen 28 und 32 PS und er hat genau recht gehabt. Schöner Motor und jetzt bauen wir ihn aus. Wir haben ab heute 6 Tage Zeit zu schrauben. Dann muss der ganze Roller zu Feili. Konzept ist, DL Olac soll beibehalten werden und darüber soll so ein Style von 70er, 80er Jahre Rallye-Autos kommen. Das ist quasi unsere Deadline. Wir haben viel vorbereitet und haben uns auch überlegt, was man so an kleinen, coolen Details verbauen können. Diese Hellerlampe, passend zum eckigen Scheinwerfer der DL. Früher Rallye-Autos hatten so Stoppuhren drin. Ich habe auf eBay diese hier gefunden. Schwarz mit so einem rot-weißen Design. Kommt tatsächlich aus den späten 70er Jahren, also genau in der Periode, die so unser Roller treffen soll vom Stil her. Ich glaube, das wird ganz geil. Was haben wir noch? Es wird eine neue SIP-Scheibenbremse geben. Die ist aber noch nicht da. Also haben wir aus den vorhandenen Teilen einen Prototypen gebaut, der sehr ähnlich ist. Da ist unser Prototyp. Okay. Und ansonsten haben wir schon einfach viele Teile gesammelt. Und jetzt müssen wir einfach sehen, dass wir möglichst schnell fertig werden. Die große Entscheidungsfindung. Das ist ja normalerweise hier oben drauf für die Ansaugung. Aber man könnte es jetzt für die Ansaugung für den Vergaser seitlich noch drauf bauen. Hier sowieso Luftfiltermaterial einsetzen. Das kann man hier ein bisschen größer machen. Oh, werden wir in 6 Tagen fertig? Oh, wird knapp. Ob wir in 6 Tagen fertig werden? Natürlich, logisch. 6 Tage, auf jeden Fall. Schon fast fertig. So viel ist wirklich jetzt nichts zu machen. Ne? Wo schlafe ich heute Nacht? Also ich bin der Luigi. Hi, ich bin der Angelo. Ich bin der Max. Ich bin Techniker hier am Telefon. Wir beraten die Leute. Hier bei SIP bin ich bei dem Projekt angekommen, weil ich keine Ahnung von Lambretta habe. Deswegen bin ich da. Ich kenne die meisten eigentlich nur vom Telefon, weil ich da die Technikberatung mache. Wir hatten das Rohr innen nicht geputzt, das gibt's doch nicht. Sind meine Hände schon wieder dreckig. Ich fand die Idee geil, habe gesagt, ich mache mit, versuchen wir es mal. Bin beim Projekt dabei, weil ich selber Lambretta fahre. Wir haben das wieder erfunden. Die Italiener, oder? Oh, die Trittleisten. Da wissen wir jetzt, wie es funktioniert. Genau. Bei den Trittleisten, da waren wir 2 ja dran. Ja. Sehr interessantes Thema. Ist nicht wie bei Vespa? Das weiß, glaube ich, jeder Lambretta-Fahrer, was das für ein Scheiß ist. Ja, das mit dem Lambretta ist gekommen, weil wir immer nur Piaggio, Vespa und irgendwann ist gesagt haben wir, ey komm, machen wir mal Lambretta, wäre doch mal was Geiles. Und alles mit SIP-Produkten. Bam! Es gibt bei uns, glaube ich, passt nichts, gibt's nichts.
Das muss angepasst werden. Eine M4-Schraube beschäftigt 3 Leute. Keine Probleme. Nur Schimpfwort. Ja, in Italien, solange es genug Schimpfworte gibt, hat man auch keine Probleme. Ja, genau. Okay. Was war dein Lieblingsschimpfwort jetzt während der Sache? Kann ich leider nicht sagen. Also ich fand am besten, Was interessiert mich? ich glaube direkt übersetzt heißt es, was mich das? Richtig? So. Aber das schneiden wir natürlich raus. Die persönlichen Erwartungen. Also ich bin ja schon in die Materie eingetaucht. Ich hoffe, damit mich das Thema jetzt noch weiterbringt. Im Bereich technische Beratung für die Kunden und für mich selber natürlich auch. Jesko, es geht nicht. Warum? Ich sag doch, das muss gegenüber. Die haben eine Macke. Das war mein erster Gedanke. Haben wir jetzt? Schön. Erster Gedanke war, endlich mal eine Lambretta. Sieht aus wie so ein Rentier. Schon, oder? Ja. Risiken? Ja, die ganze Feiertage dazwischen. Die Deadline ist sehr sportlich, weil noch Weihnachten und Neujahr dazwischen liegt. Was machst du, Junge? Arbeitest du daheim auch so mit deiner Freundin? Alles in Timing, das heißt, wir bekommen einfach jetzt die ganze Projekt langsam zu spüren. Loctite, wir brauchen Loctite. Mehr Loctite. So. Also wir haben ja unseren 325er Motor, aber wir wollen sowieso einen 325er 2.0 Motor anbieten. Und da sind ein paar Teile anders und bei dem Motor wollen wir das gleich so umbauen, wie das dann später sein soll. Zum Beispiel soll halt der Kettendeckel ein originaler sein, mit Lagerung für die Kupplung. Und das Ganze geht dadurch, dass wir unsere SIP-Version der Casa Performance Kupplung verwenden. Und deswegen können wir den originalen Kettendeckel verwenden. Das Ganze sieht noch gerade aus. Aber macht Arbeit jetzt. Kettendeckel. Das ist auch geil. Und jetzt, das gibt's blank und richtig scheiß blank. Wir wollten was machen, wo eigentlich auch jeder nachbauen kann. Heute ist Freitag, Mittwoch muss das Teil fertig sein und aktuell bewegen wir uns eigentlich gar nicht, weil wir nur irgendwo auf kleine Probleme stoßen. Entweder du drückst runter und Das ist ja gerne was. schon anreißen. Was war's jetzt? Die Buchse, die haben sich verkeilt und dann ist praktisch ungerade geworden. Jetzt habe ich von 7 Ach so, auf das 8, auch, jetzt als Gleichspiel. Jetzt ist alles fest. Ich hätte gern eine schöne Lambretta, an der wir unsere Teile präsentieren können. Und ich erwarte, trotz des kurzen Zeitplans, dass das Ding am Ende dasteht und man es anschaut und sagt, wow. Wir hatten eigentlich nur eine Woche Zeit, um wieder alles zusammenzubauen, bevor es zu Feili ging. Und das war natürlich richtig knapp. Ich habe gerade einen Lackierer gefunden, der sagt, bis morgen lackiert er mir den Dropbar. Wir haben genau einen Tag, um den kompletten Lenker fertig zu machen und alles, was dann sonst noch so passiert. Hast du schon wieder rausgenommen? Du hast ja gar nichts rausgenommen. Er hat es zerlegt und weiß nicht, wie es Ja, weiß er schon. Nicht, dass die Leute falsch verstehen, dass wir gestritten haben oder sowas. Das war einfach so auch mehr als Spaß, uns zu reizen einfach. Wer macht das, wer macht diese und nee, komm, lass mich das weitermachen, du machst falsch.
Ich muss meine Koteletten wegmachen, hat meine Frau gesagt. Das sieht scheiße aus. Richtig. Wir haben auch viel gelacht. Ne? Wir haben teilweise sehr geschwitzt, wenn es eng wurde mit der Zeit. Aber wir haben auch viel gelacht und das ist immer das Wichtigste bei sowas. Er hat ein langes Gewinde, ey, meine Fresse. Müssen wir hier noch was wegknallen? Guck mal. Nach dem Zusammenbau kommt wieder die Demontage. In der Praxis hat es so ausgeschaut, damit wir gewisse Teile teils das erste Mal gesehen und montiert haben. Ja, Learning by Doing war das mehr oder weniger. Und jetzt müssen wir diese Zange zum 5. Mal einbauen, weil jetzt passt sie endlich. Wir mussten sie noch lackieren und leicht anpassen. Hätte auch 6 Mal sein können. Wir haben gerade eben unseren Dropbar bekommen. Das heißt, wir müssen noch mal schnell den Lenker wechseln. Heute sind wir nur noch zu zweit. Einer hat einen Termin und einer ist krank. Das heißt, wir sind auch nur die halbe Besetzung von dem Projekt und das, wo es jetzt in die heiße Phase geht. Der Zusammenbau, wart ihr da alle anwesend? Jein. Das ist, weißt du, wie du ein schlechtes Zeugnis bekommst. Der Junge war stets bemüht, anwesend zu sein. Also wir haben uns dazu entschieden, einen Dropbar zu verbauen. Das ist der originale Lenker der Lambretta, den haben wir jetzt runtergenommen. Und der Dropbar, der geht hier so leicht nach unten. Ich zeige euch mal den Unterschied. Hier hängende Ohren, hier gerade Ohren. Genau, jetzt machen wir weiter. Oh, ist ja ziemlich lustig. Ja, andersrum, oder? 180 Grad. Wir haben noch viel zu tun. Es ist Mittwoch und Donnerstag früh geht der Roller zum Feili. Das heißt, es muss heute noch alles fertig werden. Also wir schaffen es ja immer. Auch wenn es in die letzte Nacht reingehen muss. Ich war heute schon in der Zulassungsstelle um 8:10 Uhr und wir haben Zulassung. Das ging erst ganz gut los mit dem Flipchart am ersten Tag. Da haben wir dann so ein paar Aufgaben aufgeschrieben, verteilt. Und irgendwann ist das halt so ein Prozess geworden, wo man halt immer, oh, das muss noch, kannst du das? Nein, mach ich, okay. Wir haben auch geteilt, das heißt 2 vor Mittag und 2 nach Mittag. Du kommst, es ist irgendwas nicht fertig, dann machst du einfach weiter. Wie funktioniert denn das? Ich erinnere mich noch an eine Szene hier am Mülleimer. Da haben wir falsch abgelegt. Da haben wir Das war das die falsche falsch Regal. abgelegten Teile wieder gesucht. Das war das falsche Regal. Aber wir wussten ja, wo sie liegen. Aber wir sind uns nicht zu fein, wir holen sie auch aus dem Müll wieder raus. Nie einfach alles wegschmeißen. Erst aufbewahren, bis ihr fertig seid. Sonst passiert das.
Also wir hatten das große Glück erstmal, dass wir das meiste bei SIP bestellt haben. Das ist jetzt nicht so weit weg. Ne? Genau. Also wir mussten nur hier einmal aus der Werkstatttür raus. Das war natürlich ein Riesenvorteil bei dem ganzen Kram. Der letzte Abend hat ein bisschen länger gedauert zum Fertigwerden, haben es aber dann hinbekommen und waren am letzten Tag um 9 Uhr abends fertig. Da haben wir richtig reingehauen und waren dann auch sehr froh, dass wir es tatsächlich auf den letzten Drücker geschafft haben, mit ein bisschen Überstunden am Vorabend in einer Woche alles zusammenzubauen. Hey Max, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? So, Pfeildesign. Was machen wir da? Da wird jetzt unsere Roller lackiert. Also los geht's. Servus. Hi. Alles gut? Ja, sicher. Das ist der große Meister. Hey, servus. Servus. Hi, grüß euch. Ja, schön. Darf ich dir direkt einen Ton geben? Ja, das hilft nichts. Geht das wieder so? Wir hatten ja die Idee vom Design her Rallye-Autos der 70er Jahre. Das ist aber eine Aufgabe, die ist nicht einfach. Also, dass man sozusagen den Charakter des Originallacks erhält und trotzdem ein schönes Dekor macht. Man muss auch ein bisschen Geschmack haben, man muss die Möglichkeiten haben, auch auszuprobieren. Also das Gelb-Rot war eigentlich nur die Idee von dem Kleber da, von dem Speedy-Mix-Kleber. In Wirklichkeit schaut es nicht mehr schlecht aus. Laden wir es mal aus und dann gehen wir schon ans Mittagessen. Okay. Als wir beim Pfeili waren, war erstmal ihm das wichtigste Anliegen, damit wir mal was essen gehen. Damit wir gut gestärkt in die Besprechung starten können. Boah, das schaut cool aus, oder? Wir haben uns alle Mühe gegeben. Da wäre halt die Idee jetzt, ob wir nicht wirklich so eine Startnummer drauf geben. Gesagt, getan, Mittag gegessen, wieder zurückgekommen, 3 Stunden Brainstorming. Dann machen wir es hinten hin. Den machen wir weiß. Linien brauchen eine etwas härtere Rundung, finde ich. Und wenn man weiter weg davon ist, dann ist man davon unabhängiger. Als wir dann bei Pfeili vor Ort waren, haben wir, glaube ich, über den halben Tag gebraucht, um das Dekor zu finden. Wir haben ja dann wirklich ganz viel im Detail modifiziert, Linien hoch, runter. Jetzt sind wir dabei, die Farben auszusuchen. Das ist echt schwierig. Ja? Mit dem Orange sind wir Gulf. Ja. Das Imitation Gold für die Streifen, die zwei, und Okay. das da für die Schriften. Marlene, wir brauchen jetzt mal deine Hilfe. Wir werden uns einfach nicht einig, Okay. welche blöde Farbe wir finden. Was findest du? Also moderner würde ich diese Farbe finden. Das Ja. Imitation Gold. Imitation Gold. Ja, absolut. Okay. Ja. Also für den Streifen. Ja. Also wenn du sagst, es ist okay, weil wir sind uns fürchterlich uneinig. Was sagt der Mogli? Mogli? Mogli, was sagst du? Ich glaube, das wird super. Pfeili hat geile Ideen. Umsetzung ist bei ihm sowieso immer genial. Es ist halt eine Herausforderung, das schön umzusetzen. Er hat dann ja auch bestimmte Techniken eingesetzt, die jetzt vielleicht nicht jeder einfach so aus dem Ärmel schütteln kann.
Feili, Jesko, danke dir. Ich danke Ich bin schon euch. gespannt aufs Ja. endgültige Ergebnis. Ciao. alles Gute. Ja. gell? Und dann sind wir, glaube ich, so um 5:45 sind wir da weggefahren. Da war eine Seitenhaube fertig. Er hat gesagt, ja, das macht er übers Wochenende fertig und Montag schickt er uns den Roller. Am nächsten Morgen werde ich wach und denke so, habe ich das geträumt? Oder hat mir Feili in der Nacht Bilder vom fertigen Roller aufs Handy geschickt? Und dann gucke ich auf mein Handy und tatsächlich 2 Uhr nachts hat er mir Bilder vom fertigen Roller geschickt. Wir waren ja an einem Donnerstag da. Den Freitag hat das Teil zum Trocknen gebraucht. Samstag früh stand der Roller hier, fertig. Die 3 haben den Roller noch nicht gesehen. Feili hat auf meinen Wunsch noch eine Kleinigkeit drauf gemacht. Ich hoffe, das gefällt dem Team. Aber jetzt schauen wir uns mal an. Ich mache meine Augen zu. Wirklich? Und? Tada! Alter, leckt mich doch am Turnschuh. Geil, 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 geil. Das gefällt mir. Ei, Junge. Nein. Alter, das ist geil, ey. Ey, super, geil. Das freut mich. Dann kamen unsere Namen auf dem Lenker. Es gibt ja in Rallye-Autos häufig die Namen der Fahrer klein an der Scheibe, immer mit der Länderflagge dahinter. Ich habe Feili gebeten, das umzusetzen als Überraschung ans Team. Fand ich dann eine super geile Überraschung. Das siehst du einfach auf den Lenker, einfach dein Name drauf. Das freust du dich einfach. Ich dachte, wie geil ist das? Das hat uns wirklich gefreut. Noch schöner geht's, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist auch eine Bestätigung. Wunderschön. Hey, geil. Der ist super geworden. Ein Traum. Ich bin sprachlos. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Der Feili ist schon Meister seines Fachs. 1000 Dank an Feili. Ja. Das war großartige Arbeit, vor allem die Umsetzung in der Zeit und in der Qualität. Schafft kaum ein anderer. Bin stolz auf uns. Was soll ich sagen? Geil. Ich finde die Farbkombi richtig geil. Und das hat er auch geil gemacht. Sehr geil. Schönes Resultat. Aber geil, ey. Geil, geil, geil. Er hatte mal so jetzt zwischen 43 und 44 abgeliefert. Das war jetzt hier unsere schönste Kurve. Man sieht sehr schön, wie breit das Band dieses Motors ist und wie viel Drehmoment er hat. Ich zeige euch im Vergleich den Simonini-Motor, mit dem wir den Roller bekommen haben. Das sind mal eben 13 PS Unterschied und auch viel, viel weniger Band. Ich möchte mal eins sagen, und das fand ich eigentlich am schönsten an diesem ganzen Projekt, ne, war, dass wir das als Team umgesetzt haben und wie wir als Team funktioniert haben. Alle hatten Bock, alle haben mitgezogen, alle haben was gemacht, man musste niemanden schubsen. Alle haben sich auch damit identifiziert. Und deswegen wirklich das Schönste an diesem Custom-Projekt war für mich, dass wir das in diesem Team gemacht haben und wie das funktioniert hat.